Herzlich willkommen zu Game Nummer 1 zwischen dem Team von UN, SKL und DMK1. Team Grün spielt mit folgender Schiffsaufstellung: mit einer Montana, einer St. Vincent, Zao, Brisbane, Moskwa, Gierigen, Massot, Gdansk und Ragnar. Auf der anderen Seite sehen wir Kremlin, Lauria, Doppel-DM, Doppel-Petro, Doppel-Giering und eine Massot. Dann machen wir mal einen kleinen Ausflug zu DMK1, wie die sich die ganze Sache hier überlegt haben zu spielen. Also ich würde sagen, die drei Kollegen, Petro wahrscheinlich hier, Smoke Train relativ breit außen, Kremlin in der Mitte, die werden wahrscheinlich versuchen, da hier irgendwas möglich zu machen. Petro hier an der Insel ist in dem Fall ein bisschen entspannter, weil du ein besseres Concealment hast und weil du auch weniger Superstructure hast, nicht so einfach gefarmt werden kannst. Ist trotzdem immer noch recht gefährlich, wenn der Gegner sich da ein bisschen drauf einschießt. Wir haben Massot Gearing, die Massot könnte in die Mitte fahren. Wahrscheinlich werden die einen Smoke Train mit der Lauria auch auf der Flanke spielen. Wäre jetzt im Großen und Ganzen erstmal meine Einschätzung. Dann auf der anderen Seite bei dem Team UNSKL Gdansk, Zao, auch ein seltener Anblick, würde ich mal behaupten. St. Vincent finde ich auch nicht mehr so stark nach dem Nerf, nach dem Heal-Nerf. Massot hier auch in die Mitte fürs Cap. Könnte er vielleicht durchkriegen, weil die Massot eher für B fährt. Bei DMK1. Auf der anderen Seite haben wir Montana und Moskwa, die sich hier positionieren wird. Ragnar, Brisbane, Giering, also Doppel-Radar hier auf der Seite. Die Frage ist nur, ob man die Ragnar hier wirklich so gut ins Game bekommt gegen einen 12 Kilometer und einen 10 Kilometer Radar. Hier kommt schon eins, die Petro zieht ihr Radar, weil das Cap angekappt wird. Das Problem ist halt, ja, er hat jetzt noch Glück, dass er reinkommt, aber da kommen schon Shots, aber dürfte nicht so viel machen. Ja, waren 10k, ne? Ist noch ungesättigt, deswegen geht da halt noch am Anfang ein bisschen mehr rein. Aber ich denke, das Radar war zu früh gezogen. Da muss man erstmal ein bisschen zur Insel fahren und schauen, dass man auch alles im Radar-Range hat, um dann wirklich auch den Druck aufbauen zu können. Schauen wir auf die andere Seite. Bei D, hier ist es schon so, dass das Radar von der Petro kommt, wo man damit die Ragnar, glaube ich, einmal resetten kann. Ja, hat man geschafft, beziehungsweise ist sogar raus aus dem Cap gefahren. Da kommt der Smoke Train von der Brisbane. Du hast natürlich einen Radarvorteil gegenüber der DM von 2 Kilometern, aber der Gegner hat ja hier auch eine Petro. Das heißt, du musst mit der Brisbane ein bisschen aufpassen. Wobei man hier sagen muss, wenn man sich mal die Range anschaut, die Kremlin hat aktuell noch keine Range. Deswegen ist man da bezüglich BB noch auf der sicheren Seite. Hat man nichts zu befürchten. Und wir schauen mal auf die Seite mit dem Doppelcap. Hier hat sie mal so ins Cap reingeschafft. Auf der anderen Seite hat Grün sich das C-Cap geholt in der Mitte. Also die Punkte fangen jetzt langsam an zu ticken. Demnächst wird man auch schaffen, dann das andere Cap zu holen. Und jetzt beginnen hier auch die ersten Trades. Und man sucht hier wahrscheinlich die Petro erstmal runter zu farmen über ein Gearing Spotting. Ja, gut, ich würde auch sagen, die Petro könnte sich eigentlich jederzeit zurückziehen. Ich bin auch der Meinung, ich glaube, er steht ein bisschen zu weit von der Insel weg. Da kann man noch ein Stück näher dran stehen. Klar muss man auf Speed schon aufpassen, aber in dem Fall sollte man da immer ein bisschen näher rankuscheln, um sicher zu sein. Auf der anderen Seite wird die Moskwa gefarmt. Da ist wichtig, dass die Gearing das Spotting hält. Er muss aber auf jeden Fall auf die Radar auf das Radar von der Brisbane aufpassen. Sehen wir hier auch nochmal 12 Kilometer Radar. Das geht halt doch relativ weit. Man hat das ganze Cap im Radar und kann dann da gut was machen. Das C-Cap wird wahrscheinlich jetzt für immer, auf jeden Fall bis die Massot drin ist, erstmal zu ANS, UN, SKL gehören. Und ja, schauen wir mal. Ich denke, wenn das von DMK1 hier zurückgekappt wird, dann werden sie es auch erstmal behalten. Sie haben dann Radar in Position, können es relativ gut verteidigen. Hier würde ich immer, mit sowas würde ich ein bisschen aufpassen, als die D eng rumfahren. Wenn hier tatsächlich irgendwas steht, dann hast du halt ein Problem. Gut, man könnte sagen, er ist nicht im Hydro,
Also ist da nix, aber das Ding wurde ja gecapped. Das heißt, hier muss ja irgendwas sein. Und wenn du halt hier eng rumfährst, klar hast du Gdansk-Support, aber wenn da halt tatsächlich ein Cruiser steht, dann könnte es halt relativ schnell sehr wild werden. Und die DM war kurz spotted, das hat gereicht, dass der GK hier nochmal kurz einen raushauen konnte. Die St. Vincent, der GK. Die St. Vincent kurz einen raushauen konnte. Ja, hat gezogen, da kommen nochmal Shots, aber die werden wahrscheinlich nichts bewirken. Damit kann man mit der DM die Jungs hier auch erstmal rausdrücken, was wichtig sein wird, um hier das B-Cap auf jeden Fall verteidigen zu können. Man kriegt jetzt in der Mitte das C-Cap, kann damit einen Cap-Vorsprung aufbauen, aber man sieht jetzt auch hier, die fahren wirklich für den, wir wollen hier die Gearing ist tatsächlich detoniert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wahnsinn. Also das in einem Tournament, das sieht man auch nicht alle Tage. Gleich mal im Game 2 eine Deto, also in Game 2 des heutigen Tages eine Deto. Das ist natürlich auf der Seite fast schon GG. Ne? Man hat jetzt keinen Smoke mehr für die DM. Die DM ist Half-Life. Wenn die den spotten, dann wird die St. Vincent ihn wegmachen wahrscheinlich. Wild. Also man muss ja sagen, wir spielen hier mit Presseaccounts. Das heißt, du musst hier nichts an Credits ausgeben. Absolut wild. Ich habe hier gerade meine Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das habt ihr nicht gesehen, aber ihr habt es gehört. Die Verzweiflung in meiner Stimme. Hier, die Petro wird auch gefarmt. Das ist das, was ich ja auch am Anfang gesagt habe. Wenn du hier außen Positioning bekommst, kannst du diese Radar-Cruiser, die an den Ecken stehen, ganz gut farmen. Er steht jetzt auch näher dran, aber er sollte halt reversen. Ich glaube, auch hier wird vom Smoke zu wenig Druck gemacht. Also sie können halt auch keinen Druck aufbauen, weil hier haben sie einen Radarvorteil, doppelt 12 Kilometer. Die Gearing wird halt permanent rausgepusht. Sie kriegen halt nicht wirklich Druck drauf. Und er ist halt immer noch drin. Die Monty kommt jetzt auch rüber. Also DM war kurz hier spotted. Also DM1 hat hier gerade richtig Probleme auf beiden Caps auf der Außenseite. Die Petro müsste mal einen Move machen. Da steht AFK an der C-Insel. Also ich meine, die Mitte ist komplett frei. Man hat alles im Spot. Warum fährt man nicht hier mal rein oder versucht mal hier rüber zu fahren? Klar, ist viel Strecke. Eher vielleicht mal hier helfen. Aber hier auf der anderen Seite, ne? Wie erwähnt, die DM ist halt dann freiwillig. Ne? Der Smokebot ist tot und du hast halt so viel Spotting, so viel DPM. Und jetzt wird die Lauri halt als nächstes angefasst. Ich glaube, dass die Masso hier nicht wirklich was bedeuten kann. In dem Fall. Und jetzt macht die Petro auch ihren Move. Ich denke, das war 2-3 Minuten zu spät. Das Ding hier ist schon relativ in großer Gefahr für DMK1. Ja, die Deto ist halt unfassbar tödlich. Ne? Vor allem, weil du dann die ganze Flanke verlierst. Wenn du da einen Smoke Trend spielst und gerade diese Brisbane ist halt auch sehr, sehr stark gewesen mit dem 12-Kilometer-Radar. Die DM nimmt jetzt auch noch ein Tor ab. Die Moskwa baut jetzt Druck auf. Man hat gesehen, wo es BB ist. Ne? Man kann jetzt ein bisschen mehr riskieren, teilweise auch. Hier, die Monty schiebt jetzt hier auch rein, möchte das hier ganz gut countern. Ich denke, auch der richtige Weg. Masso wird jetzt hier ein bisschen unter Druck gesetzt von anderen Masso, die aber ein bisschen HP verloren hat. Also, ja, man sieht, es passiert auf vielen Seiten sehr viel parallel. Aber die 2 Schiffsverluste hier auf B ist halt enorm, enorm teuer. Ich verstehe auch nicht, warum man jetzt hier nicht auf Seiten von UNSKL hier ein DD reinschiebt, um dieses Cap zu holen. Könnte man ohne weiteres machen. Hier gibt es kein Radar mehr. Dann kriege ich dieses B-Cap, das ist safe. Kriege ich ein Cap mehr, baue mehr Druck auf DMK1. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier ein RAM wird. Und wenn es hier ein RAM wird, dann können sie eigentlich ein bisschen nach vorne schieben. Wobei sie müssen nicht, sie haben das D-Cap. Also sie können das da auch relativ safe spielen. Petro schiebt jetzt rüber. Die Frage ist, wo will er dann sich hier einbringen? Ne? Also die werden hier kaum pushen, so wie es aussieht. Die sind eher am Passivfahren. Er könnte versuchen, vielleicht hier reinzukommen oder was 2 DDs. Ja, dann geht die Petro down. Ist die vorgefahren? Die ist tatsächlich vorgefahren, interessant. Und dann hat die Monty über den Berg gelupft. Also, das passt. Der Trade ist BB gegen BB, ist immer nichts einzuwenden. Ja, also.
Gut. Ja, soweit denke ich, ist es jetzt auch entschieden. Ich wüsste jetzt nicht, wie sie da nochmal zurückkommen sollen. Ich meine, sie haben keinen Druck mehr wirklich auf A. Sie haben einen Smoke Train, der sehr viel HP verloren hat, der sehr anfällig ist. Du hast Schiffsüberlegenheit. Du hast in der Mitte das Cap. Aber du hast halt auch die Ragnar, die jetzt hier reinschiebt mit der Mason der Gdansk. Die Petro müsste mal ein bisschen was machen. Die Lauria versucht jetzt wieder reinzufahren. Die Petro müsste eigentlich schon hier sein und Crossfire geben. Also wenn sie hier vielleicht einen schnellen Doppelkill machen können, ohne ihr BB zu verlieren, kriegen sie das A-Cap noch. Dann kann die Petro hier mit reinschieben aufs C-Cap. Dann wird vielleicht noch was gehen. Aber das ist doch dann eher sehr, sehr viel Wunschdenken mit dabei, weil ich glaube, gegen die Schiffskombo wird die Lauria jetzt nicht unbedingt gewinnen. Da kommen dann wieder Torps, dann ist da der HE-Spam. Also ich vermute mal, die werden Doppel-HE-Spam machen. Ja gut, die Laura ist relativ weich, da kannst du auch mit AP gut was machen, weil du Overmatch hast. Ja, ich denke, das war es jetzt auch für die Laurea. Ja, 100%. Die Flanke auf B ist halt komplett gebrochen. Die Petro steht jetzt in der Mitte, die ist jetzt eigentlich im Crossfire von allen möglichen DDs. Ja, und hier drüben wird halt deine DM jetzt ein bisschen überlaufen vom 12-Kilometer-Radar, wo sie halt nicht wirklich was tun kann. Die Brisbane hat halt jetzt nicht so viele Gefahren, außer er dreht zu weit auf und wird dann von AP gepunished, was er jetzt gerade so ein bisschen macht. Da sollte er sehr, sehr stark aufpassen, dass er nicht überturnt. Ich glaube, da gibt es auch nochmal ein Torpedo von der Gearing und da ist auch die DM raus. Also sehr, sehr wild, muss man sagen. Also es war hier auch sehr souverän gespielt. Von dem Team in Grün hier hat man tatsächlich nichts zu beanstanden. Und damit ist diese Runde auch vorbei und UNSKL holt sich den Sieg. Herzlichen Glückwunsch und GZ.